Hallo liebe Freunde, danke, dass ihr wieder dabei seid, danke für das Einschalten. Die Arbeitswoche hat schon angefangen. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr genießt euer Leben. In diesem neuen Video möchte ich euch weitere Nachrichten aus Russland gerne vorstellen. In meinen Videos benutze ich die Hintergrundvideos aus Irkutsk. Wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, gehe ich immer wieder die gleichen Spazierwege. Ja, ich gebe zu, ich habe etwa 10 Routen, 10 Spazierwege, die ich regelmäßig besuche und in meinen Hintergrundvideos zeige. Zum Beispiel Stadtzentrum von Irkutsk, wo die Holzhäuser stehen, die Uferpromenade, wo das Zarendenkmal steht, sowie die Karl-Marx-Straße und andere Stadtteile von Irkutsk. Die Stadt ist nicht groß, so überschaubar. Wenn ihr euch alle meine Videos gesehen habt, dann kennt ihr bestimmt schon die Stadt sehr gut. Und nächstes Mal, wenn ihr nach Irkutsk anreist, dann braucht ihr keine Stadtführung. Ihr kennt sich bestimmt schon in der Stadt gut aus. Also ich hoffe, euch interessiert das Alltagsleben in Russland, in Sibirien. Wenn es wirklich so ist, dann bleibt gerne dran. Los geht's! Russlands Haushaltsdefizit steigt. Das Defizit des russischen Föderalhaushalts belief sich nach vorläufigen Schätzungen des Finanzministeriums im Zeitraum Januar bis Februar 2026 auf 3,45 Billionen Rubel. Das sind rund 1 Billion Rubel mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2025. Das Finanzministerium erklärt den hohen Wert mit einer vorgezogenen Finanzierung von Ausgaben zu Beginn des Jahres. Nach Einschätzung der Behörde wird dies die Einhaltung der Zielparameter des strukturellen Haushaltssaldos für 2026 insgesamt nicht beeinflussen. Allein im Januar lag das Haushaltsdefizit laut vorläufiger Schätzung bei 1,7 Billionen Rubel. Für das gesamte Jahr war ursprünglich ein Defizit von 3,8 Billionen Rubel vorgesehen. Die Einnahmen des Föderalhaushalts betrugen im Januar und Februar 4,7 Billionen Rubel, was 10,8% weniger ist als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Öl- und Gaseinnahmen sanken um 47,1% auf 826 Milliarden Rubel und lagen damit unter ihrem Basisniveau. Das Ministerium führt dies vor allem auf sinkende Ölpreise zurück. Die Nicht-Öl- und Gaseinnahmen stiegen dagegen um 4,1% auf 3,9 Billionen Rubel. Die Ausgaben des Föderalhaushalts beliefen sich im Januar und Februar auf 8,2 Billionen Rubel. Das sind 5,8% mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2025. Nach Angaben des Finanzministeriums entspricht die Dynamik der Haushaltsausgaben zu Beginn des Jahres weitgehend der Entwicklung zu Beginn des Jahres 2025. Bereits Anfang Februar hatte das Finanzministerium gemeldet, dass die Nicht-Öl- und Gaseinnahmen im Januar 1,97 Billionen Rubel betrugen, während die Öl- und Gaseinnahmen bei 393 Milliarden Rubel lagen. Den Rückgang um 50,2% im Vergleich zum Januar des Vorjahres führte das Ministerium ebenfalls auf sinkende Ölpreise zurück. Drohnen über dem Baikalsee. Am Baikalsee werden jetzt Drohnen eingesetzt, um Autofahrer aufzuspüren, die außerhalb offizieller Eisstraßen auf das Eis fahren. Das teilte die Hauptverwaltung des russischen Katastrophenschutzministeriums im Gebiet Irkutsk mit. Nach Angaben der Behörde sind derzeit Patrouillengruppen auf dem Baikalsee im Einsatz. Sie führen Kontroll- und Präventionsmaßnahmen durch. Die Patrouillenrouten verlaufen in den Gebieten Chuzhyr, Bolschoje Golo-Ustnoje, Sludjanka und Listwanka. Diese Orte gehören zu den beliebtesten Touristenzielen am Baikalsee. Zur Entdeckung von Verstößen setzt das Ministerium unbemannte Luftfahrzeuge ein, darunter auch Drohnen vom Flugzeugtyp. Wie die Behörde erklärte, können mit Hilfe der Drohnen Orte entdeckt werden, an denen Fahrzeuge unerlaubt auf das Eis fahren. Verstöße werden dabei praktisch sofort dokumentiert. Die Kameras der Drohnen machen Fotos und Videos, auf denen die Kennzeichen der Fahrzeuge deutlich zu erkennen sind. Es handelt sich um Autos, deren Fahrer außerhalb der offiziellen Eisüberfahrten auf das Eis des Baikalsees gefahren sind.
Die gesammelten Informationen werden anschließend an die zuständigen Behörden weitergeleitet. Zur Erinnerung, am 20. Februar kam es auf dem Baikalsee zu einem schweren Vorfall. Ein UAS-Geländewagen brach durch das Eis. In dem Fahrzeug befanden sich 9 Personen, der Fahrer sowie 8 Touristen aus China. Geldautomaten verschwinden. Die Zahl der Geldautomaten in Russland ist im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit 2010 gesunken. Das berichten die Daten der russischen Zentralbank. Demnach gab es zum 1. Januar 2026 in Russland insgesamt 138.028 Geldautomaten. Das ist der niedrigste Wert seit Mitte des Jahres 2010. Damals wurden im Land rund 139.000 Geldautomaten gezählt. Allein im Jahr 2025 verringerte sich das Netz der Geldautomaten um 5.900 Geräte. Bereits im Jahr 2024 war die Zahl der Automaten um fast 7.000 zurückgegangen. Ein Jahr zuvor fiel der Rückgang noch deutlich stärker aus. Damals verschwand ein Bestand von rund 29.000 Geräten. Zuvor wurde außerdem berichtet, dass die Nachfrage nach Bargeld in Russland regional sehr unterschiedlich ist. Die höchste Nachfrage wird im Nordkaukasus registriert, insbesondere in Tschetschenien, Ingushetien und Dagestan. Diese Städte haben die höflichsten Autofahrer. Fußgänger in Russland haben Städte genannt, in denen Autofahrer besonders höflich unterwegs sind. An der Umfrage nahmen rund 10.000 Menschen teil. Sie sollten berichten, wie sie die Fahrkultur in ihren Städten einschätzen. Am häufigsten wurden dabei Kasan und Krasnojarsk genannt. Viele Teilnehmer sehen dort ein besonders respektvolles Verhalten der Autofahrer gegenüber Fußgängern. Auch Omsk, Perm und Moskau gehören nach Meinung der Befragten zu den Städten mit einer vergleichsweise guten Fahrkultur. Besonders häufig kritisieren Fußgänger das Verhalten von Autofahrern an Zebrastreifen. Viele ärgern sich auch über Autos, die auf Gehwegen parken oder durch Fußgängerzonen fahren. Eine weitere Situation, die oft für Unmut sorgt: wenn Autos mit hoher Geschwindigkeit durch Pfützen fahren und dabei Passanten nass spritzen. Die Studie zeigt außerdem, dass sich die Situation auf den Straßen in einigen Städten in den vergangenen Jahren verbessert hat. Besonders deutlich ist diese Entwicklung in Kasan, Omsk und Krasnojarsk zu beobachten. Dort halten sich Autofahrer inzwischen häufiger an die Verkehrsregeln. Autofahrer selbst sehen die Lage allerdings etwas anders. Sie nennen vor allem Moskau und Omsk als Städte mit besonders höflichen Fahrern. Auch Perm, Wolgograd, Sankt Petersburg und Tscheljabinsk werden häufig erwähnt. Interessant ist, dass Einwohner von Tscheljabinsk die Fahrweise in ihrer Stadt kritischer beurteilen als viele Autofahrer. Krasnodar hingegen gehört nach Meinung der Befragten nicht zu den Städten mit der besten Fahrkultur. Den letzten Platz der Untersuchung nimmt Woronesch ein. Sowohl Fußgänger als auch Autofahrer sind der Meinung, dass die Situation auf den Straßen dort schwieriger ist als in vielen anderen Großstädten. Zu den häufigsten Problemen im Straßenverkehr zählen nach Ansicht der Autofahrer fehlende Blinksignale und chaotische Spurwechsel. Diese Kritik richtet sich ihrer Meinung nach oft an Taxifahrer und Fahrer von Carsharing-Autos. Außerdem erwähnten viele Teilnehmer Autofahrer, die sehr laute Musik hören, sodass Warnsignale anderer Fahrzeuge kaum zu hören sind. Auch Fahrzeuge ohne Schalldämpfer, die viel Lärm verursachen, wurden häufig genannt. Trotz aller Kritik sehen die Autoren der Studie eine positive Entwicklung. Die Spannungen zwischen Fußgängern und Autofahrern nehmen langsam ab und in vielen Großstädten wird das Verhalten im Straßenverkehr allmählich respektvoller. Strafen für die Dacia-Fehler.
Im Frühjahr steigt in Russland traditionell die Zahl der Bußgelder für Besitzer von Dacha-Grundstücken. Davor warnte der Jurist und Dozent der Finanzuniversität bei der Regierung der Russischen Föderation Kirlan Marchel. Seinen Worten zufolge stehen viele Bußgelder im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Brandschutzregeln während der Frühjahrsarbeiten auf dem Grundstück. Einer der häufigsten Verstöße ist das Verbrennen von trockenem Gras, Laub oder Haushaltsmüll direkt auf dem Grundstück. Nach den Brandschutzvorschriften ist offenes Feuer nur an speziell dafür vorgesehenen Stellen erlaubt. Außerdem muss ein sicherer Abstand zu Wohnhäusern, Nebengebäuden, Bäumen und anderen Objekten eingehalten werden. Wer diese Regel missachtet, muss mit einem Bußgeld von bis zu 20.000 Rubel rechnen. Ein weiterer häufiger Verstoß betrifft den Zustand des Grundstücks selbst. Gemeint sind Fälle, in denen das Gelände von Unkraut überwuchert ist oder sich zu einer Art Mülllager entwickelt. In solchen Situationen kann das Bußgeld laut dem Juristen mindestens 10.000 Rubel betragen. Auch ein falscher Umgang mit Abfällen kann zu einer administrativen Strafe führen. Dazu gehört etwas das Entsorgen von Müll in Waldstreifen, am Straßenrand oder auf benachbarten Grundstücken. Solche Handlungen gelten als Verstoß gegen Umweltvorschriften. Der Jurist rät Besitzern von Dacha-Grundstücken daher, die geltenden Regeln sorgfältig einzuhalten. Dazu gehört vor allem, die Brandschutzvorschriften beim Verbrennen von Pflanzenresten zu beachten und keinen Müll auf dem eigenen Grundstück oder in dessen Umgebung zu lagern. Russlands Abstinenzregion. In Russland gibt es nur eine Region, in der fast gar kein Alkohol mehr konsumiert wird. Es handelt sich um Tschetschenien. Im Februar wurde die Region als einzige im Land mit nahezu null Alkoholkonsum registriert. In den vergangenen 12 Monaten entfielen auf jede Person in Tschetschenien lediglich 0,04 Liter Alkohol, der niedrigste Wert im ganzen Land. Zum Vergleich: in der benachbarten Republik Ingushetien lag der Wert bei 0,6 Litern, in Dagestan bei 0,9 Litern. Zu den 5 Regionen mit dem niedrigsten Alkoholkonsum gehören außerdem Kabardino-Balkarien und Karachay-Cherkessien. Dort lag der Pro-Kopf-Verbrauch bei 2,1 bzw. 2,65 Litern. Weniger als 5 Liter Alkohol pro Person im Jahr konsumieren zudem die Menschen im Gebiet Stavropol, in Tuwa und in Moskau. Im gesamten Land lag der durchschnittliche Alkoholkonsum pro Kopf im Februar bei 7,87 Litern pro Jahr. Im Vorjahr betrug dieser Wert noch 8,39 Liter. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Video bis zum Ende anzuschauen. Ich freue mich auf eure Fragen und freundliche Kommentare, die das Alltagsleben in Russland betreffen. Auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute im Alltag und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir hören uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.